Immer mehr Deutsche verlassen ihr Heimatland Deutschland. Im Jahr 2024 waren es nach offiziellen Zahlen ca. 270.000 Menschen, die Deutschland verlassen haben. Die Motive und die Gründe dafür, die sind vielfältig. Unter anderem spielt das Wetter natürlich in anderen Ländern teilweise eine große Rolle. Es gibt aber noch viel mehr darüber zu erzählen. Und genau zu diesem Thema spreche ich heute mal mit einem echten Auswanderer hier in Fethiye in der Türkei. Und zwar mache ich das heute mit Marcel. Aber um da hinzukommen, muss ich jetzt erstmal bei ihm hier einsteigen. Leute, steigt ein, wir fahren zur Ocean auf Paralja, zu unserer Unterkunft nach Paralja. Genau, wir fahren zur Unterkunft. Auf geht's. Gleich mehr nach dem Intro. Und nach einer kurzen Autofahrt bin ich jetzt auch schon angekommen. Wir setzen uns hier gleich hin. Vorher muss ich euch aber einmal zeigen, was euch hier erwartet. Schaut euch bitte mal diesen Ausblick hier an. Marcel und seine Frau betreiben nämlich hier ein Airbnb und das Ganze wirklich in direkter Lage mit Meerblick in Fethiye Paralja. Also wirklich ein richtig toller Ferienort. Und jetzt setzen wir uns hier einmal hin und reden mal ein bisschen. Der Marcel ist hier, die Betül ist da. Schön, dass es geklappt hat und dass wir uns hier einmal treffen können. Vielen, vielen Dank. Und ich habe euch das ja gerade schon gezeigt hier, diese Aussicht auf das Meer. Es ist hier ein richtig kleines Paradies, was ihr euch hier geschaffen habt in der Türkei. Danke. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Warum habt ihr es genau in der Türkei so gemacht? Was war der Grund, hier in die Türkei zu gehen? Ich habe ja eine türkische Frau, wie ihr sehen könnt, Name Betül, und ich bin in Dortmund groß geworden und da hatte ich sehr viel mit dieser türkischen Kultur zu tun und bin mit Türken groß geworden. Und das ging dann in Braunschweig, wo ich dann dorthin gezogen bin, weiter. Mein Freundeskreis besteht heutzutage in Deutschland fast nur aus Türken hauptsächlich und somit kannte ich das Essen, ich habe die Gastfreundschaft geliebt. Ja, und dann habe ich natürlich die beste Frau gefunden mit Betül und habe dann irgendwann mit ihr darüber geredet. Das Ziel muss irgendwann für uns die Türkei sein. Wann, wussten wir noch nicht, aber dass wir heute hier sitzen, für uns einfach immer noch unglaublich. Also es ist schön, ihr habt die Türkei also auch so für euch entdeckt. Klar, bei dir durch die familiäre Bindung. Ich meine, bei mir ist es nicht anders, also jetzt auch familiär gebunden tatsächlich. Und ich habe auch diese Passion, wie man so schön sagt, immer gehabt für die Türkei. Und es ist auf jeden Fall schön, dass ihr jetzt hier seid, dass wir hier in der Sonne sitzen können. Jetzt ist ja Sonne nicht alles. Es gibt ja auch noch viele andere Dinge im Leben, gerade so Arbeiten, der Alltag und so weiter. Ihr seid ja auch in Deutschland aufgewachsen, ihr habt in Deutschland gearbeitet, ihr habt in Deutschland euren Alltag verbracht. Wenn ich mal so direkt fragen darf, was war denn eigentlich für euch so der Punkt, nachdem ihr gesagt habt, okay, Türkei, das ist so unser Ziel, jetzt sind wir hier in Deutschland, aber wir möchten eigentlich weg aus Deutschland? Ja, also wir wussten, wie gesagt, schon immer, dass wir auswandern irgendwann. Das Ziel war ganz klar, irgendwann weg aus Deutschland. Angetrieben hat das eigentlich nochmal oder schneller gemacht, die Entscheidung, die Politik auf jeden Fall in Deutschland, die uns absolut gar nicht mehr gepasst hat. Das Wetter natürlich, was hinzukam, aber ich sag mal, nach der Pandemie haben wir gesagt, nee, das geht so nicht mehr weiter. Wir waren einfach mega unglücklich und das hat uns den Antrieb einfach genommen. Und wie gesagt, wir wollten schon immer auswandern, aber dass es doch so schnell, dass wir es so schnell machten, hätten wir nicht gedacht. Das war nochmal so das i-Tüpfelchen. Genau, ja. Klar, Politik, Lage in Deutschland und so weiter ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, der jetzt gerade auch so in den letzten Jahren viele Leute in Richtung Auswanderung bewegt. Ich habe das auch im Freundeskreis wahrgenommen. Man hat nicht mehr diese Unbeschwertheit wie früher. Die ist einfach verloren gegangen. Ich glaube, das kann man so sagen. Diese Gedanken zum Auswandern, die sind viel präsenter im Alltag tatsächlich geworden. Ich habe mir da auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht. Aber ihr habt auch gerade gesagt, es ist total schnell gegangen. Also du hast Corona erwähnt. Corona war jetzt vor mittlerweile 6 Jahren. Ja. Seit wann seid ihr denn eigentlich hier? Und wie schnell ist das gegangen? Vor 1,5 Jahren haben wir das Haus gekauft. Genau. In ungefähr, 2024 im Mai haben wir das Haus gekauft hier und sind am 1. November mit dem Auto, mit unserem alten Baustellenfahrzeug, dem Passat 2006 Baujahr, wer das wissen will, hier angekommen. Der hat das alles mit überlebt. Hund und Katze, ganz wichtig. Aber ganz wichtig, zuvor haben wir Urlaub gemacht in 22.
war das im Liberty vorbei. Übrigens Grüße an den General Ja. Manager Nihat und Günzeli. Ja, Liebe Grüße. Und nicht Ne? vergessen, Habt ihr einen von guten diesem, Mann im Hotel gehabt hier? genau, ihr findet ein Video von diesem Hotel hier auch auf diesem Kanal. Schaut da auch unbedingt einmal rein. Reisefreunde, aufgepasst. In diesem Video verlose ich einen 100 € Airbnb-Gutschein. Perfekt also für eure nächste Urlaubsreise oder auch für den spontanen Wochenendtrip. Alles, was ihr tun müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, ist hier unten einmal in die Kommentare zu schreiben, ob ihr euch vorstellen könntet, auch mal auszuwandern und wenn ja, in welches Land. Der Gewinner wird Ende Juli 2026 ausgelost und hier auf zwischen Gate und Ziel als Beitrag auf dem Kanal bekannt gegeben. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und da haben wir unseren ersten Urlaub gemacht. Das kam durch Social Media. Wir haben gesehen, boah geil, Öle-Dennis, Fethiye, Blue Lagoon, Hammerwasser, sieht aus wie auf den Malediven. Da waren wir übrigens auch schon und haben gesagt, wenn es das in der Türkei gibt, das ist ja noch mehr ein Anreiz, dorthin zu ziehen. Dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns das Ganze mal in Fethiye an. Ja, und 23 haben wir uns dann die Auszeit genommen von unseren Jobs und seitdem arbeite ich auch nicht mehr. 1. September 23 bin ich in die Freistellung gegangen. Dann haben wir einen Testlauf gemacht von 3 Monaten hier mit, wie Bethel schon erwähnt hat, Hund und Katze. Und dann haben wir am vorletzten Tag dieses Grundstück gefunden. Durch einen Zufall. Erzähl du mal, wie das dazu kam. Ja, durch einen Zufall eigentlich. Wir haben dann natürlich in den 3 Monaten hier ein paar Leute kennengelernt und haben unsere Pläne erzählt. Und am vorletzten Tag, unserer Abreise, hat unser Freund angerufen und meinte, Mensch, ich habe da was, ich kenne da jemanden, der möchte da so ein Grundstück verkaufen. Eigentlich hatten wir gar kein Interesse, weil wir keine Zeit hatten. Ja. Wir waren noch am Packstress und Auto vorbereitet, Hund und Katze noch dabei. Und eigentlich wollten wir uns das gar nicht angucken, weil wir uns gedacht haben, ach, das kann nichts werden. Wollten ihn jetzt aber nicht absagen. Dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns das mal schnell an. Und dann kamen wir hier hin, es sah aus wie ein Dschungel. 7 Jahre nicht bewohnt, das Haus. Das Grundstück war ganz schrecklich. Wir kamen hier hoch und haben gesagt, wir müssen alles dafür tun, um dieses Grundstück zu bekommen. Ja. Also alles. Ja. Und ja, dann kamen wir am letzten Tag mit der Verkäuferin ins Gespräch. Ich habe ihr mein Angebot gemacht und habe gesagt, ich Von bezahle. 1000 Euro. Nein, Spaß. Ich habe ihr mein Angebot gemacht. Es hat ihr natürlich nicht ganz gepasst, mein Angebot. Ich habe gesagt, komm, überlegst du, von mir kriegst du keinen Cent mehr. Glücklicherweise hat sie sich dann nach 3-4 Monaten gemeldet und sagte, ja, komm, ihr seid die neuen Besitzer des Hauses. Und so haben wir dieses Haus gekauft. Ja. Also mega. Aber zwischenzeitlich, während wir dieses Haus hier dann oder das Grundstück uns angeguckt haben, wussten wir ja schon, dass wir in Deutschland auf jeden Fall abhauen wollen. Ja. Wir wollten einfach weg, wir hatten keinen Bock mehr und haben dann gesagt, wir müssen ein Haus in Deutschland verkaufen, um uns das hier zu ermöglichen. Ihr seht, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man auswandern möchte, dass man sich das Ganze mal ein bisschen als Test anschaut. Dass man irgendwie mal schaut, dass man eine Freistellung bekommt, unbezahlten Urlaub oder einfach verlängerten Urlaub und wirklich mal in das Wunschziel reist und sich das vor Ort live ansieht. Und ich glaube, es ist auch immer ganz hilfreich. Ich meine, ich habe auch in der Türkei gewohnt, wenn man wirklich auch mit den Locals zu tun hat. Also Richtig. wenn man wirklich sagt, okay, ich nehme mir jetzt für diese Zeit, wo ich das testen möchte, kein großes Hotel, sondern ich schaue vielleicht mal irgendwie ein Airbnb, was in einer Genau. Wohngegend ist oder so. Richtig. Das- Wichtig, ja. was ich dazu sagen kann, ist auch mal ins Zentrum zu gehen, selber zum Bäcker zu gehen, die Abläufe, die du in Deutschland auch hast, in den Supermarkt einkaufen zu gehen, einfach mal mit einem Dolmusch hier zu fahren, mit einem Bus zu fahren, vielleicht vor die Gemeinde einfach mal laufen oder dort reinzuspazieren und eine Frage zu stellen, auch wenn du noch nicht da wohnst, dass du merkst, wie fühlt sich das alles an. Und das kannst du nicht in einer Woche schaffen, nicht in 2, auch nicht in 3 oder 4 Wochen. Dann nimm dir lieber wirklich oder nehmt euch wirklich Zeit und plant das Ganze und wie Frederik sagt, einfach eine längere Zeit hier vor Ort sein. Gönnt euch das. Ungeplant einfach in irgendein Land zu gehen, das wird oft in die Hose gehen. Es kann gut gehen, da brauchst du aber genug Polster, aber lieber vorher alles organisiert machen und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Dann habt ihr dieses Gefühl dafür, okay, das passt oder nicht, das merkst du irgendwann. Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, ihr habt in Deutschland auch ein Haus gehabt, das habt ihr verkauft. Das heißt, ihr seid da wirklich auch in ein gewisses Risiko gegangen. Zum einen natürlich, um ein gewisses Budget zu haben für die Auswanderung, aber auch um, ich sag mal, euch wirklich komplett von Deutschland zu lösen. Wenn ich jetzt auf die Idee käme, sagen wir mal, hier wirklich in die Türkei auszuwandern, was würdet ihr sagen, wie viel Geld sollte man mitbringen? Ja, Schwierige diese Frage. Frage kommt ganz oft, Ja. auch von den Followern an Marcel gestellt, wie viele Nachrichten wir, beziehungsweise Marcel am Tag bekommt. Also mit 5.000 oder 10.000 Euro ist das Ganze nicht gemacht. Es kommt natürlich auch darauf an,
ganz wichtig, wo möchte ich in der Türkei leben? Ja. Es gibt natürlich Städte, die weitaus günstiger sind als Fethiye Paralya. Das ist hier ein wirklich teures Pflaster, muss man sagen. Bodrum ist sauteuer, Fethiye ist ganz teuer. Es gibt natürlich Dörfer in der Türkei, da kriegst du für einen Appel und ein Ei, wobei heutzutage auch nicht mehr, aber auf jeden Fall für erschwingliches Geld ein gutes Grundstück, wo man sich was Kleines zusammenschustern kann. Und da kann man, ich sag mal, ganz normal weiterleben. Aber auch das ist nicht mit 10.000, 20.000 Euro gemacht. Die Leute in Deutschland, die denken, die Türkei ist noch so wie vor 20, 30, 40 Jahren. Diese Türkei gibt es nicht mehr. Das kostet Absolut. hier mittlerweile alles viel Geld. Also manche schreiben uns, wir haben 20.000 Euro Budget, wir wollen was Geiles mit Mehrblick. Ja, sorry, hier bekommst du keine Garage für das Geld. Ja. Seien wir mal ehrlich, in Deutschland bekommst du für 20.000 Euro nichts mehr. Also das ist nichts. Mit 20.000 Euro brauchst du nicht auswandern. Also das mal ganz klar. Wir haben damals Immobilien gehabt, haben sie, ja, und unser ganzes Eigenkapital, kann ich ja sagen, ging in die ganzen Immobilien damals, in den Bau. Und als wir dann gesagt haben, gut, jetzt ist es soweit, wir wollen raus aus Deutschland, wir wollen uns abmelden. Klar hatten wir noch Bargeld und Kapital, aber also nicht mehr so viel, dass man sagen kann, man kauft hier was. Ja. Das kostet hier eine Stange Geld. Also wussten wir müssen uns von irgendeiner Immobilie trennen. Das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Mir nicht. Marcel nicht. Ich habe geschäftlich gedacht und Ja, aus also, dem Grund sind wir heute hier. Ja, klar, habe ich auch irgendwo, aber auch die Immobilien, daran hängt man. Wir haben das selber gebaut, wir haben viel Eigenleistung reingebracht. Da steckt ganz viel Herzblut drin. Also für mich, ich denke so. Da sind Männer sind da anders. Männer und Frauen denken da ein bisschen anders, ist wirklich so. Und ja, da musste leider eine Immobilie verkauft werden und mit diesem Verkauf konnten wir uns diese Immobilie hier ermöglichen. Allerdings, Genau. ich darf ergänzen, haben wir dann gemerkt, wo wir hier dann mit den Handwerkern zu tun hatten, die ersten Preise uns eingeholt hatten. Eine Kernsanierung liegt an für ein Haus, was 20 Jahre alt ist. Klar, mega Mehrblick. Das war eine Ruine, ein Hexenhaus, sage ich, 7 Jahre nicht bewohnt. Hier war ein Wald. Da haben wir gesagt, okay, wir haben die Preise, die Angebote bekommen. Da haben wir gesagt, das geht noch einen Monat gut und danach nehmen wir uns ein Flugticket in Richtung Deutschland, aber zurück, weil dann war es das. Ja. Wir hatten das Glück, dass wir da vor unseren Popo, sage ich mal, bewegt haben. Neben unserer normalen Tätigkeit sehr, sehr fleißig waren, 10, 14, 16 Stundentage über 2 Jahre. Haben mehrere Immobilien von Grund auf, Neubauten hochgezogen. In Eigenregie, ohne Generalunternehmen oder ohne Bauträger heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Und da hat man sich natürlich so einiges an Kohle gespart. Und das war dann für uns am Ende klar, wir müssen noch ein Haus verkaufen, damit wir diese Kernsanierung hier vollbringen können. Das haben wir dann auch getan. Und ja, am Ende haben wir jetzt hier was erschaffen. Ich denke mal, unsere Gäste sind bisher durchgehend bei Google und Airbnb sehr glücklich anhand der Bewertung. Wer möchte, kann da gerne mal nachgucken. Ocean Love Paralya. Verlinke ich euch hier unten übrigens in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal angucken. Ordnung, Sauberkeit ist für uns ein Riesenpunkt. Also wir kommen aus Deutschland, wir haben das alles einmal selber durchgemacht. Wir wissen, wie man mit Vermietern umgeht. Wir wissen, auf was es ankommt. Und das wollten wir einfach genau so 1:1 umsetzen, wie wir es in Deutschland gemacht haben. Da haben wir auch langjährige Mieter. Und das Gleiche haben wir jetzt, denke ich mal, hoffe ich, hiermit geschaffen in der Türkei, in Fethiye Paralya mit unserer Unterkunft Ocean Love Paralya. Es sollte auf jeden Fall etwas Geld da sein, als Budget da sein für so eine Auswanderung. Das ist einfach elementar. Ein Koffer voll Geld, würde ich sagen. Sage ich immer, wenn Lira manche oder Euro? fragen. Euro besser. Besser Euro. Wir haben es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Die Türkei ist tatsächlich relativ teuer geworden. In der Vergangenheit war die Türkei ein sehr günstiges Reiseziel. Das hat sich gerade in den letzten Jahren stark geändert. Wir wissen es alle, es gibt diverse wirtschaftliche Punkte, aber es betrifft eigentlich hauptsächlich die Preise und die ganze Inflation und ähnliches. Das ist hier ein Problem. Ich denke, das kann man so offen sagen. Genau. Aber es ist natürlich dennoch so, dass hier gewisse Punkte trotzdem weiterhin zur Lebensqualität beitragen. Genau. Ich habe das in Antalya gemerkt. Ich habe da mal gewohnt. Es war ein völlig anderes Lebensgefühl als in Deutschland. Ja. Ich bin anstatt ins graue Nass, bin ich zum Strand gegangen. Richtig. Ich war morgens vor der Arbeit schwimmen. Ich war fit. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und wie ich das bei euch auf Instagram sehe, geht euch das ähnlich hier. Mal so kurz zusammengefasst. Was sind denn die größten Nachteile in der Türkei gegenüber eurem vorherigen Leben in Deutschland? Die größten Nachteile. ja. Die größten Oder Nachteile. Vorteile. Nehmen wir erstmal die Nachteile. Nein, die Nachteile sind ganz klar. Wir sind hier selbstständig. Ja. Also
ich sag mal so, unsere Freunde und Familie, Grüße gehen raus, Ja. die denken ja hier wirklich, wir machen jeden Tag Urlaub und Halligalli, so ist es nicht, wir sind selbstständig. Nur Bootstour, Nur Bootstour, nur Beachclub, ja, nur ne? Beachclub, ja. Wackelnde Videos vom Bethel aus dem Beachclub. Ja, Also genau, was, ja. Das muss auch Das ist aber natürlich nicht das mal sein. Aber wir sind selbstständig. Wir müssen unseren Arsch richtig bewegen. Ich meine, in Deutschland war es nicht so. Wenn ich krank war, dann habe ich trotzdem meinen Lohn bekommen. So ist es hier nicht. Ne? Also ich muss, angenommen, es kommt wieder eine Pandemie, hoffentlich nicht, dann muss ich hier zusehen. Oder die Saison läuft nicht gut, dann muss ich auch zusehen. Also wir haben schon, ich sag mal, ja, große Last auf uns. Ja. Das schon, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Ja, aber ansonsten meistens nur Vorteile, muss ich wirklich sagen. Genau. Und ich muss noch mal ergänzen, wir möchten nicht mehr für jemanden arbeiten, weil so erreichst du nichts. Also ich denke, das ist überall so. Ich möchte nicht jemand anderen gleich machen. Ich arbeite für mich und damit verdiene ich mein Geld. Auch wenn ich dafür mehr arbeiten muss und Verpflichtungen eingehen muss, das ist okay. Und auch nur so haben wir bis jetzt alles erreichen können, indem wir unser Arsch für uns bewegt haben. Ja. Und mein Tipp an alle, bewegt euren Arsch. Hört sich ja, vielleicht ist wirklich, nicht so es toll es an, klingt krass, aber es ist letztendlich Es ist wirklich so, so. haltet an euren Träumen fest, nicht nur davon träumen, ganz feste Ziele setzen und diese Ziele wirklich verfolgen, weil sonst bleibt es einfach bei Träumen. Wir haben auch jahrelang über die Auswanderung gesprochen und irgendwann haben wir gesagt, ey, jetzt sind 12 Jahre vergangen, es ist Schluss, wir machen das jetzt. Ja. Und klar kann das scheitern. Vielleicht sind wir in 2 Jahren, ich glaube nicht in Deutschland, aber vielleicht in einem anderen Land, das weiß ich nicht. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ja. Das ist so, Hauptsache man ist gesund, dann verkaufe ich das hier oder vermiete das, was auch immer. Es gibt immer einen Plan B. Und sogar Plan C. Plan C, Gibt's auch noch. Plan D. Also wir haben da einige Sachen so im Kopf, aber ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, danke euch auf jeden Fall für die ausführliche Erklärung. Ihr seht also, man muss wirklich Mut haben, man muss ein vernünftiges Budget haben und man muss, glaube ich, auch, so sehe ich das, an diesen Punkt kommen, dass man dann auch sagt, jetzt mache ich's. Und jetzt gehe ich ins Risiko. Auch in der Türkei, das muss man halt offen sagen, ist das Gras nicht unbedingt grüner. Es gibt einfach nur Umstände, die die Lebensqualität erhöhen. Aber natürlich, wie in jedem Land, gibt es auch hier Nachteile, Vorteile. Das ist überall so. Jetzt habt ihr aber in Deutschland dieses, wie du auch gerade gesagt hast, ja, typische Angestelltenleben gehabt. Genau. Das heißt, ihr habt klassischerweise in einem Angestelltenverhältnis für Firmen gearbeitet. Wenn ihr jetzt einmal so zurückblickt von eurem derzeitigen Leben hier in der Türkei, in Fethiye, was hat euch in Deutschland nachträglich betrachtet nochmal so genervt? Was ist euch bewusst geworden, was euch in dieser Entscheidung hierher auszuwandern nochmal bestärkt hat? Das Allerschlimmste für mich in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Antwort darauf ist, aber das war für mich das Wetter, sowieso. Das hat mich wirklich kaputt gemacht. Ich bin da 8 Stunden, wie du gesagt hast, ich war in 3 Schichten in einem großen Autounternehmen tätig, 19 Jahre lang. Und ich habe mir immer gesagt, Junge, das kann doch nicht dein Lebensende sein. Ey, wir haben nur dieses eine einzige Leben. Man fängt mit 20, sage ich mal, im Durchschnitt an. Dann machst du deine Ausbildung, dann arbeitest du jahrelang. Dann sagt man sich immer, oh, wenn ich in Rente bin, dann will ich aber mal eine Weltreise machen. Wenn ich in Rente bin, will ich mal einen schönen Mercedes haben oder einen Porsche von mir aus auch. Je nachdem, wie man dann verdient hat die ganzen Jahre. Aber wer weiß, ob wir heutzutage überhaupt noch morgen erleben. Deshalb haben wir gesagt, ey komm, wir sind froh, wenn wir das Ganze jetzt machen können. Man will im jungen Alter, wir haben jetzt die Kraft, wir haben jetzt Bock darauf. Ich will jetzt ein geiles Auto fahren zum Beispiel. Deshalb haben wir das einfach so gemacht und gesagt, jetzt oder nie, sind damit gut gefahren, würde ich sagen. Das Wetter, das ist, glaube ich, wirklich somit das Hauptargument, wo man sagt in Deutschland, na, vielleicht könnte man sich noch mal ein bisschen auch nach links und rechts umsehen. Das höre ich auch von sehr, sehr vielen. Ich persönlich kenne es auch, gerade im Winter. Es ist schon manchmal anstrengend. Aber was gab es denn noch so für Punkte, wo ihr gesagt habt, rückblickend betrachtet, das war schon die bessere Entscheidung, Deutschland den Rücken zu kehren? Also erstmal allgemein in Deutschland dieses ganze Kleinkarierte. Da gibt's jeden Tag kommt da gefühlt irgendwie ein neues Gesetz raus, um den Leuten noch mehr, ist leider so. Also ich weiß nicht, das ist unsere Meinung, aber vielleicht seht ihr das anders, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Jeden Tag kommt da irgendwas Neues raus oder jeden Monat, um noch mehr Kohle den Leuten aus der Tasche rauszuziehen. Ne? Also wirklich, das ist schon schwierig geworden, das Leben. Aber dann immer weiterzumachen, ne? Einfach nicht dieses Miteinander zu haben. Seid doch gut zueinander, helft euch und genau das ist hier anders. Wir hatten letztens eine Panne. Da ist der Frau nicht aufgefallen, dass die Tanknadel schon unten liegt. Und ich habe gesagt, wir wohnen hier auf dem Berg. Das wird, glaube ich, schwierig mit 20 Kilometern auf dem Tacho. Sind wir liegen geblieben? Ja. Und es hat keine 2-3 Minuten gedauert. Dann kamen vom Hotel Leute raus, was ist passiert, können wir euch helfen?
einfach diese Hilfsbereitschaft. Da ist keiner vorbeigefahren und hat irgendwie mit dem Handy so ein dummes Video gemacht und aha, so Schadenfreude. Die helfen hier einem. Wirklich, die sind einfach hilfsbereit. Du kannst hier mit jedem quatschen. Das ist einfach das Geile. Das Herz der Türken, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen von Total. deinem Aufenthalt hier. Und Generell, wenn hier ja. Feiertage sind, hier werden die Fahnen hochgehalten, die sind mit ihrem ganzen Stolz, stehen die hinter ihrem Land. Und das, finde ich, ja, fehlt so ein bisschen da drüben. Das fasziniert mich hier auch einfach, wie stolz die einfach sind, Türke zu sein und hier in diesem Land, in diesem schönen, geilen Land zu leben. Wirklich. Ergänzen noch mal ganz kurz zur Politik. Ja, den Steuerzahlern wird das Leben einfach immer mehr schwer gemacht. Also war bei uns auch so, da hat man die Immobilien da gebaut mit eigener Kraft und was man am Ende da zahlen musste und das hast du irgendwo nicht mal eingesehen. Und wenn ich mir ansehe, wie die Kinder unterrichtet werden in den Schulen, also klar soll man helfen, gar keine Frage. Ich bin selbst Türkin, bin in Deutschland geboren, wir arbeiten aber, wir zahlen die Steuern. Und es kann nicht sein, dass man einfach immer benachteiligt wird. Und das wollten wir einfach nicht mehr. Und deswegen sind wir den Schritt gegangen, dass wir uns aus Deutschland abgemeldet haben. Klar haben wir da die Immobilien, aber soweit es geht, weg. Soweit es geht, weg, weil wir es einfach nicht mehr einsehen. Ne? Unser Und Ziel auch war das, auch aus der EU raus. Ja, Wir wollten aus der EU genau. raus. Und das Gesundheitssystem, ja, also das muss man ja auch, das Bildungssystem, also da kann man ja so viel erzählen. Da gibt es auch zig Videos, kann sich jeder angucken. Ich meine, viele sind nicht meiner Meinung. Viele sagen, ja, aber wenn du krank bist, bekommst du dann Geld. Ja, klar, bekomme ich Geld. Ich zahle auch die Versicherung dafür, Leute. Ja. Wenn ich arbeitslos, ich bezahle jeden Monat diese Krankenversicherungsbeiträge, die nicht wenig sind. Ich weiß nicht, ob sich die Leute ihre Lohnsteuerabrechnung angucken. Das wird mir nicht geschenkt. Und anderen Leuten aber schon. Das muss man sagen. Und darauf habe ich keinen Bock. Und was ich ergänzen kann, halt in Deutschland, weißt du, Schatz, auch, diese Neidgesellschaft. Das ist wirklich, finde ich, extrem geworden, oder war schon, aber ist, also ich bin ja 88 geboren und ich weiß noch, wie mein Leben früher, so diese 90er, das war alles ja ohne Handy und so, das war alles ja auch jetzt ein Riesenthema. Die Kinder können im Restaurant nur noch so mit Handy oder fetten Tablet irgendwie vor der Nase irgendwie ruhig sitzen. Wir hatten eine schöne Kindheit, das hat richtig Spaß gemacht in Deutschland. Wer weiß, wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch so einen Stolz gehabt, hätte gesagt, ich hätte das Land hier niemals verlassen. Aber das hat sich so extrem geändert und dass diese Neidgesellschaft also immer mehr wird, da gönnt ja einer dem anderen nichts. Also wirklich, da hast du ein Auto, kaufst dir das, da guckt der Nachbar, oh, neue Karre. Ja, zum Beispiel so, ja, habe ich mir mal gegönnt. Nach wie vielen Jahren Twingo fahren, habe ich auf alles verzichtet. Ja, okay. Ja, da kauft der sich 2 Wochen später noch einen dickeren Wagen, um zu zeigen, ja, es ist so. Es wird in Deutschland immer verglichen. Der ist da muss ich dahin. Und das ist auch so ein Riesenpunkt, finde ich. In Deutschland, was jetzt Auswandern betrifft. Dieses Thema hier Auswandern, so was uns hier auch, oder worum es hier eigentlich in dem Video geht. Viele fragen mich das auch. Wenn du auswandern möchtest, dann musst du erstmal anfangen, so deine Basis zu gründen. Wenn du, sag ich mal, 4.000 Euro im Monat verdienst, aber 5,5 ausgibst, dann wird das nichts. Das können wir dir jetzt schon sagen. Viele in Deutschland leben über ihren Verhältnissen. Konsumgesellschaft. Ja, noch ein Kredit, noch ein Kredit. Ey, nehmt euch Immobilienkredite, das ist ein guter Kredit, da habt ihr was von. Da ist eine Wertsteigerung da, ihr könnt da einen Mieter reinpacken, ihr könnt Steuern absetzen. Jeder hat mal einen Kredit. Ich war auch mal bis, was weiß ich, wie viel verschuldet. Aber wir haben das immer hinbekommen. Das muss im Kopf, dieses Denken muss sich komplett umswitchen. Ja. Dass du dann sagst, ey, ich habe was vor, ich habe ein Ziel und darauf hinarbeiten. Und das, was man heute macht, und wenn du heute anfängst, 1 Euro zu sparen, sage ich mal, oder du fängst jetzt einen Nebenjob an, neben deiner normalen Tätigkeit, das Ergebnis, sagt man immer so, wird man in 5 Jahren sehen, wenn du diszipliniert bist und durchziehst. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann nicht, jeder will natürlich reich sein und Geld haben und Freiheit, aber das funktioniert nicht von heute auf morgen. Da muss wirklich eine längere Zeit in Anspruch genommen werden, um das Ziel auch dann zu erreichen. Wenn ihr das macht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Jetzt habt ihr gerade so ein bisschen die Gründe erzählt, die euch zur Auswanderung nochmal bestärkt haben, jetzt auch nochmal so nachträglich betrachtet. Ich meine, man sagt ja so schön, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt kommen wir nochmal dazu, was hat sich eigentlich hier in der Türkei so zum Positiven verändert? Ihr habt zum Beispiel gerade gesagt, Gesundheitssystem in Deutschland. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe ja wie gesagt auch schon gelebt, das Gesundheitssystem, das ist hier deutlich
flexibler. Man bekommt deutlich schneller beispielsweise auch Facharzttermine und ähnliches. Ich glaube, ein großer Punkt hier in der Türkei, der auch neben der ganzen Gesellschaft, die hier einfach herzlicher, hilfsbereiter etc. ist, was du auch gerade gesagt hattest, ich glaube, das ist auch der Punkt Digitalisierung. Ne? Also hier gibt es einfach, du hast erstmal keinen Postkasten. Wir kamen hier hin und haben dann erstmal gefragt, wo ist denn unser Postkasten? Typisch deutsch. Wir wohnen nicht mehr in Deutschland. Wenn Bethül oder ich mal rüberfliegen, ne, ich war übrigens in 1,5 Jahren vielleicht 10 Tage drüben, so sehr vermisse ich Deutschland übrigens, da bringt sie so einen Batzen mit. Wirklich. Da ist vom Schornsteinfeger, ja klar, es geht viel um die Immobilien, aber da kommt jeder Mist, kommt da per Post. Ich denke, das ist unnötig in der heutigen Zeit. Richtig, da kann man sich das Thema schon mal sparen. Und hier in der Türkei gibt es dieses E-Devlet, ne, wie Frederik schon gesagt hat. Und darüber kannst du deine Arztbesuche, deine Befunde können eingesehen werden. Du hast deine Steuern, genau. Du hast deine Immobilien, deine Grundbücher, du hast dort alles drinne. Da siehst du alles. Also da gehst du über deine Kimlik-Nummer, über deine, wie nennt man das? Über deine ID, genau, die auf deinem Ausweis, deine Ausweisnummer, gehst du rein, meldest dich an und das ist dann das System der Türkei. Und da siehst du alles. Und da kriegst du dann auch deine Steuer. Da bekommst du bekommst hier keinen Brief. Ja. Das ich habe gestern beispielsweise reingeguckt und habe gesehen, bis zum 31.05. habe ich Zeit, muss die Grunderwerbsteuer bezahlt werden. In deinem Online-Banking kannst du einfach zum Beispiel den Wasserverband speichern und jeden Monat dann wird das dann online abgebucht, automatisch. Das speicherst du einfach an dem System mit deiner ID-Nummer und die heben das dann jeden Monat automatisch ab. So ist es mit Strom, so ist es mit allem drum und dran. Also es ist wirklich mega unkompliziert, mega hilfreich. Du sparst dir diese ganzen Ordner, diese ganzen Papiere. Ja, und du wirst auch immer wieder per SMS informiert. Bestimmt, du kriegst zusätzlich von den Banken, von den Krankenversicherungen, du kriegst nochmal eine SMS aufs Handy, weil vielleicht nutzt nicht jeder, nicht SMS, WhatsApp, dann kriegst du nochmal eine Nachricht und da steht dann nochmal deine Rechnung, du hast jetzt, keine Ahnung, 50 Euro Strom, sage ich mal, oder wie viel, 2.500 Tele im Monat, das auch nochmal. Du kriegst es per E-Mail und kannst es im E-Devlet auch nochmal abrufen. Also es ist wirklich mega, was hier in der Türkei passiert ist. Digitalisierung, da können sich, oder gerade, da wo wir herkommen, das Land, einiges von abschneiden. Ja. Und wie gesagt, Thema Digitalisierung, also da ist die Türkei wirklich einfach richtig Spitzenreiter. Es geht hier alles so unfassbar fix, so digital. Ihr habt das jetzt gerade mitbekommen bei euch. Ihr habt ja das Haus hier gekauft vor einiger Zeit. Ja. Ihr habt aber auch jetzt gerade ein Auto gekauft. Online und digital einfach möglich, ne? Genau, also ganz kurz nur zum Haus. Wir haben Freitag im E-Devlet das Ganze einmal beantragt und Montag hatten wir schon den Termin beim Grundbuchamt und dann war das Thema gegessen. Also quasi 2 Werktage hat das gedauert. Wenn nicht sogar 1,5. Und da war das Wochenende zwischen. Ja, richtig. Also das Wochenende, deshalb 1,5 Tage vielleicht. Jetzt Autothema, willst du das mal erklären? Autothema haben wir ja ganz frisch heute hinter uns gebracht. Ja, da sind wir einfach zum Notar gegangen, der Käufer und Verkäufer. Da macht man solche Gebrauchtwagen, sage ich mal, Verkäufe macht man beim Notar. Da gehen beide hin, melden das an. Das geht auch ruckzuck, ne? Da muss man beim Notar auch keinen Termin nehmen. Du gehst da einfach hin. Im schlimmsten Fall wartest du 15 Minuten. Also wirklich, wir haben heute nicht 1 Minute gewartet. Man meldet den Verkauf oder Kauf an und dann überweist man als Käufer das Geld an ein staatliches Zwischenkonto. Das ist dann abgesichert, nachdem man den Vertrag unterschrieben hat, also Käufer und Verkäufer für das Auto. Geht dann das Geld vom Staatskonto aufs Verkäuferkonto. Also es ist wirklich mega abgesichert und das Thema war in einer Dreiviertelstunde erledigt. War das durch? Vielleicht eine halbe Stunde. Ich weiß, es hat bei uns nur ein bisschen länger gedauert. Marcel, weil ich ja Bungee bin. Genau, ist ja kein Türke. Wir mussten Dolmetscher kommen lassen. Und deswegen hat das ein paar Minuten länger gedauert. Wenn wir jetzt beide Türken gewesen wären, wäre das vielleicht in 20 Minuten vorbei gewesen. Also es ist wirklich mega unkompliziert, auch mega sicher. Also wir haben uns mega gut aufgehoben gefühlt. Und danach bin ich halt mit dem Besitzer, den früheren oder vorherigen Besitzer, sind wir zu der Station gegangen, wie heißt türkisch Plaka, wie nennt man das auf Deutsch? Nummernschilder, Kennzeichen, genau, ich vergesse leider manchmal schon die deutschen Wörter. Sind dort hingegangen, auch ohne Termin, einfach reinmarschiert, alles vom Notar war bestätigt, hingelegt, 5 Minuten später, neues Nummernschild, übrigens MA. Kam zufällig so raus, ne? Marcel Ari, mein Name. Und Bethül war ein bisschen,
Sauer würde ich jetzt nicht sagen, oder? Doch? Voll. Boah, Ja, hör bin auf, ich immer noch. Patron wieder hier. Nein, Nein, alles aber das heißt das- Misafir Araç, also Gästefahrzeug, weil Ja. ich halt als Ausländer das über die Firma gekauft Weil du habe. kein türkischer Staatsbürger bist. Genau. Aber Und das kommt noch. Ne? ganz Seid kurz, gespannt. eine negative Sache möchte ich, Ja. es ist ja nicht alles schön. Ich habe heute nach einem Wunschkennzeichen gefragt. Ach, Ja, ja. das ist so Sehr geil. lustig. Ich meine, was kostet ein Wunschkennzeichen in Deutschland? Ich schätze 20 Euro. Was Etwa, sagt schätze ihr? ich Ich auch. weiß Ungefähr? es nicht. Wie sind aktuell die Preise in Deutschland? Ja, das ist 20 Schreibt es auch mal in die Kommentare. Ja, Ja, da bin ich Lass mal es gespannt. Ich weiß gar 30 nicht. Ja. Euro sein, also viel wird das. Das sind keine 50 Euro. Und wir wollten eigentlich ein anderes Kennzeichen und hatten halt dann gefragt, Mensch, wie sieht das aus? Kann Ja. man das machen? Ja, Ja, klar, pass kann man auf, machen. was jetzt was kommt. Ich sag, was kostet das? Weil dann hätten wir das Ja. gemacht. Ja, zwischen 50 und 60.000 Lira. Das sind 1000, über 1000 Und 1 Euro Ja. ist aktuell, ja, sagen wir bei 53, Ja, das sind über ne, um 1000 das mal Euro. auszurechnen. Das Ja. sind ungefähr 1000 Euro Über- oder über mehr 1000 als Euro, 1000 Euro 1000 für ein Wunschkennzeichen. Ne? Das- So viel Unglaublich. dazu. Also es gibt auch Nachteile. Ja. Es klar. gibt definitiv Nachteile. Wir müssen auch fairerweise ergänzen, ein Autokauf in der Türkei, Oh das Gott. ist Aber hallo. eine der teuersten Sachen, die ihr machen könnt. Da müssen wir wirklich sagen, ihr kauft in der Türkei, wenn ihr ein Auto kauft, ihr kauft eigentlich 3 in Deutschland Ja, von ja. dem Preis. Das Ein muss man Beispiel, fairerweise sagen. der Vorbesitzer hat gesagt, Marcel, du kommst aus Deutschland, ich habe hier einen Mercedes E-Klasse, Baujahr 23. Leute, das Ding sollte 5 Millionen türkische Lira kosten. Das sind fast 100.000 Euro. Ein Mercedes von 23, ne? Eine E-Klasse Coupé, glaube ich. Also das ist wirklich Das ist der wirklich Hammer, verrückt. was hier abgeht, ne? Ja. Was Autos betrifft. Ja. Also ihr seht, ich glaube, es stellt sich nochmal heraus, klar, es gibt absolut coole Punkte hier, es gibt aber auch immer wieder Nachteile und ich glaube, das unterstreicht es nochmal, egal wohin man auswandert, das Gras ist woanders nicht unbedingt grüner. Ja. Es ist vielleicht höher, es ist vielleicht niedriger. Ich glaube, das kann man ganz gut so bildlich umschreiben. Sind wir ehrlich, ihr habt natürlich durch eure schöne Lage hier und so weiter einen gewissen Mehrwert an Lebensqualität in jedem Fall. Genau. Und mich würde abschließend nochmal interessieren, wenn wir jetzt hier Zuschauer haben, die auch planen auszuwandern, die auch sagen, Mensch, ich habe das schon lange im Kopf. Wie würdet ihr anfangen? Vielleicht einfach nochmal ganz kurz so als kleinen Tipp. Beispiel auf einiges verzichten einfach. Ja, ich glaube, das haben wir ganz dolle vergessen. Diese ganzen Verträge beispielsweise. Wann haben wir mal Verträge gehabt? Also gar nicht. Was meinst du für Verträge noch? Ja, Handyverträge, irgendwelche, was weiß Ja, ich, Abzahlung, Sky. Kredite oder was meinst du? Nein, oder wie? ja, Was? irgendwie Sky, Ratenzahlungen? Ach so. Ratenzahlungen, irgendwie bei Zara einkaufen und auf Klarna. Klarna und Ja, so Keine weiter. Ahnung, diese Geschichten, dass ne? solche Sachen erst gar nicht anfangen. Klar kauft man sich mal vielleicht was auf Rechnung oder so, aber haben wir gar nicht erst angefangen. Ja. Leute, fangt früh an. Das heißt nicht, man muss gleich mit 20 die erste Immobilie kaufen, aber man kann wirklich mit Kleinigkeiten anfangen, wie beispielsweise jeden Monat ein Gramm Gold. 100, 150 Euro machen wir uns nichts vor, hat jeder übrig. Anstatt irgendwie einen Jeans zu kaufen, kauft euch ein Gramm Gold oder irgendwas anderes, was ihr zur Seite legen könnt. Und seien wir mal ehrlich, wenn man so feiern geht, dann sind 100 Euro, was ist das? heutzutage nichts mehr. Das ist gar Ja. nichts. Ich meine, Ja. die Jugend sagt, wir haben kein Geld, aber die neuesten Sachen, die neuesten Schuhe, das kostet alles Kohle. Machen wir uns nichts vor. Und heutzutage, wie gesagt, man muss nicht immer sich mit anderen Leuten vergleichen. Ja. Auch mal früh anfangen, vielleicht mit 18 oder 20 mit dem ersten Job. Jeden Monat ein Gramm Gold. Ja. Anfangen. Einfach so eine, ich Guckt glaube, euch das in 5 Jahren ja, an. ich glaube Guckt euch einfach das so in einen 5 Plan Jahren machen, so einfach sich immer sowas sagen, okay, die Ausgaben, die man hat, komplett durchschauen, sagen, was brauche ich wirklich? Ja. Und von dem Geld, was man einsparen kann, sich dann eben zum Beispiel Genau. eben so ein Investment, ne? Das haben wir damals auch gemacht. Wir haben Mit dem uns damals, Flipchart, ne? wir haben Flipchart gehabt. Wie Peter Zwegert. Ey, Ja, ehrlich, wirklich. ins Wohnzimmer Ja, so ein ja. Kannst dir nicht Flipchart vorstellen. hingestellt. Ja. Also Ja. das ist dir ja so gar Einnahmen, nicht, Ausgaben. ja, Ja. das ist ja einem gar nicht ganz klar, was man so ausgibt. Ja. Dann haben wir uns das mal aufgeschrieben und dann dachten wir, das kann es doch nicht sein. Ja. Also da staunst du wirklich und dann merkst du erst, wie viel Geld du eigentlich verbrennst. Für Schwachsinn. Ne, wirklich Ja. Wirklich für Schwachsinn. Schwachsinn. Und Wirklich. ja, so haben wir eigentlich damals angefangen, ja vor 14 Jahren. Und Ja. Also ihr seht, für eine Auswanderung das Ziel klar vor Augen haben, sich irgendwie versuchen, auch ein finanzielles Polster zu schaffen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Von meiner Seite her kann ich nur noch mal sagen, auch schauen, was es beruflich gegebenenfalls für Optionen gibt. Beispielsweise schauen, gibt es vielleicht Arbeitgeber, die mir ermöglichen, das Ganze mal testweise zu machen? Gibt es einen Arbeitgeber, der mir später ermöglicht, das auch aus dem Ausland zu machen, meine Tätigkeit? Vielleicht einfach auch zu schauen, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man dieses Finanzielle vor Augen hat
Dann hatten wir eingangs gesagt, dass man es mal ausprobiert und dass man sich wirklich ganz, ganz sicher ist. Und dann kann das in jedem Fall klappen. Wie sehen es hier bei euch? Bis heute läuft's gut. Wer weiß. Ja. Ist so, ja. Es ist, wir sagen immer, wir sitzen auch auf der. Bis heute ist alles gut, der Kalender ist voll, wir haben Buchung. Wer weiß, was morgen, was hier in der leider verrückten Welt heutzutage noch alles passiert, wissen wir alle nicht. Ich denke, ihr seht auch, was du gerade gesagt hast, nochmal, Mut ist auch eine ganz wichtige Sache. Und ich kann euch abschließend nur empfehlen, ich werde es euch hier unten auch nochmal verlinken, schaut gerne mal rein. Marcel berichtet täglich, wirklich täglich mehrmals hier vom Auswandererleben in Fethiye, zusammen auch mit dir, Betül. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt über Instagram. Schaut da unbedingt auch gerne einmal rein. Und vielleicht habt ihr noch weitere Fragen zum Thema Auswanderung oder auch einfach andere Meinungen, andere Ansichten und so weiter. Schreibt das hier unten auf jeden Fall in die Kommentare. Da sind wir sehr, sehr neugierig. Und dann würde ich euch auf jeden Fall einmal an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön sagen, dass ich heute hier sein konnte bei euch, diesen schönen Blick hier genießen konnte. Wie immer gilt natürlich gerne teilen, liken und kommentieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonnieren. Hier unten einmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Zwischen Gate und Ziel. Ich würde noch sagen, Support ist kein Mord. Frederik, ne? Ja, haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Unterstützen, die anderen, helfen und das kann ich zum Schluss noch sagen, meine Frau hat mir das so beigebracht, fluch nicht, sehe immer alles positiv. Je mehr du positiv denkst, auch in deinem Kopf und es anderen gönnst und wünscht, umso mehr kommt auf dich am Ende zurück. Hört sich jetzt an wie so ein Heiliger, aber es ist wirklich so. Ey, selbst wenn da eine blöde Ameise oder eine Biene ist, haut nicht mit den Latschen drauf, sag, ey komm, flieg da hinten weiter, das wird belohnt. Ohne Scheiß, inzwischen denke ich so. Das war nochmal ein super Abschluss. Ja, danke. Vielen, vielen Dank euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, Kakao.